Willkommen zum 4. Teil meiner Bodypainting-Serie. Ich zeige euch jetzt, wie ihr Farben lasiert, also aufeinander schichtet. Bedenkt dabei bitte immer, je mehr Schichten ihr habt, also desto dicker die Farbe wird, desto eher wird sie bröckelig und spröde. Also möglichst immer dünn arbeiten und schon vorher sich plan machen, wie das Ganze später aussehen soll. So, das ist jetzt der Verlauf vom 3. Part, auf dem arbeite ich jetzt. Lasst die Farbe sehr, sehr gut durchtrocknen, die muss komplett trocken sein. Also jetzt meine Hand war schon voll dreckig, aber die muss komplett durchgetrocknet sein. Nehmt euch eine Handvoll feiner Pinsel für jede Farbe, die ihr benutzen wollt. Eine oder je nachdem, wie die Muster aussehen sollen, auch mehrere Pinsel für eine Farbe. Ich arbeite grundsätzlich mit flüssigen Farben. Wenn man lasiert, macht es sich ganz gut, also vor allem wenn man so Tribals oder so aufmalen möchte, man mit Cake-Formen arbeitet, weil man da wenig Wasser hinzugeben kann. Hier lasse ich die Farben einfach ein bisschen antrocknen. Umso trockener die sind, desto kräftiger kann man sie auftragen. Wenn man jetzt zum Beispiel Schwarz nimmt, Schwarz ist generell sehr deckend. Ich nehme hier was von diesem angetrockneten. Das ist dann sehr schön fest und cremig. Und dann kann man natürlich einfach variierende Details aufmalen. Also wie man sieht, das Ganze deckt wirklich sehr gut. Also wie ihr seht, Schwarz ist generell sehr deckend. Und wenn wir jetzt das Ganze mit Weiß versuchen, ist das Problem, dass Weiß, sehr flüssiges Weiß, sehr opak wird, also durchsichtig. Also nehmt euch eine Stelle, die ein bisschen angetrockneter ist. Weiß trocknet auch sehr schnell ein. Dadurch wird das Ganze aber auch deckender. Dann könnt ihr das Ganze mal ausprobieren. Arbeitet nicht zu lange auf einer Stelle, weil wenn ihr das macht, passiert, dass ihr die Farbe darunter auflöst. Ich versuche das hier gerade mal und dann arbeitet ihr die Farben ineinander und dann ist es natürlich kein schönes Weiß mehr. Außer ihr wollt diesen Effekt, dann könnt ihr natürlich auch wieder ein bisschen feuchtere Farbe nehmen und die Farben ineinander arbeiten. Aber deckend ist das Ganze dann nicht. So, jetzt probieren wir es nochmal deckend. Ich nehme hier ein bisschen Weiß und lasse es so ein bisschen am Pinsel antrocknen. Jetzt mache ich auf das Blau so ein paar weiße Spritzer. Wie ihr seht, sind die sehr deckend. Also wenn die Farbe nicht zu flüssig ist und der Untergrund gut getrocknet ist, dann könnt ihr eigentlich grundsätzlich mit jeder Farbe auf einer anderen Farbe arbeiten. Nur wie gesagt, übertreibt das Ganze nicht. Das ist hier kein Problem, eine schöne, satte Farbe über eine andere aufzutragen. Schön ist jetzt anders, aber es soll ja auch nur beispielhaft sein. Ja, ich würde einfach nur zeigen, dass ihr eigentlich im Grunde mit jeder Farbe über jede andere rübermalen könnt. Wenn die Farbe dann hier trocken ist, könnt ihr auch nochmal wieder mit einer anderen Farbe rübergehen, ohne dass sich die Farben dabei vermischen. Wie gesagt, arbeitet nicht zu lange auf einer Stelle, sonst arbeiten die sich ineinander. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu beachten. Wenn ihr jetzt sagt, das sieht kacke aus, was es auch tut, dann nehmt ihr euch die Grundfarbe, die ihr habt. Hier, Gold müsst ihr immer schön aufwecken, weil die Pigmente sich schnell in zwei teilen. Und dann sage ich mir, okay, komm, ich will es wieder wie vorher haben, streiche ich das einfach alles rüber. Das vermischt sich halt leider so ein bisschen miteinander. Also ihr könnt die halt auch natürlich einfach abwaschen, aber wenn ihr jetzt schnell gehen muss und ihr sagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit, komm, ich schmier das einfach drüber. Dann wartet ihr, bis das Ganze getrocknet ist. Und versucht die Farben so ein bisschen ineinander zu arbeiten, damit die Sachen halt wieder verschwinden. Dadurch wird der Farbton natürlich etwas unrein, aber wenn euch das nicht stört oder das so gewollt ist, dann ist das natürlich ideal. Jetzt habe ich das Ganze wieder in seinen Ursprung zurückgebracht. Fazit: Achtet darauf, dass der Untergrund trocken ist, bevor ihr eine andere Farbe darüber arbeitet. Danach könnt ihr beliebig viele Farben übereinander arbeiten. Beachtet jedoch dabei, dass je mehr Farben ihr aufeinander auftragt, desto dicker die Schichten werden und die Farbe bröckeln kann. Habt ihr einen Fehler gemacht, könnt ihr einfach drüber malen und den ursprünglichen Zustand wieder zurückerlangen. Und ansonsten, wenn die Farbe zu flüssig ist oder ihr zu lange auf einer Stelle rummalt, wird die Farbe vom Untergrund mit dazu gemischt und das Ganze sieht nicht mehr farbecht aus. Also achtet darauf, dann möglichst die Farbe etwas antrocknen zu lassen und möglichst schnell an euer Ergebnis zu erzielen, was ihr haben möchtet. So, ich hoffe, dieses Tutorial war wieder mal hilfreich für euch. Mit diesen vielen habt ihr die Grundlagen auf jeden Fall gedeckt. Ich werde nach und nach noch mehr hochladen und alle Tipps und Tricks und Geheimnisse einfach verraten. Ich hoffe also, ihr gebt diesem Video einen Daumen hoch und abonniert meinen Channel.